Hallo ihr Lieben, ja, heute gibt es mal ein außergewöhnliches Video, ein Informationsvideo. Aus aktuellem Anlass werde ich im Laufe der Zeit noch berichten und erzählen. Dieses Video ist hauptsächlich für GoPro-Liebhaber, Besitzer oder alle, die sich dafür interessieren eben. Es gibt so einiges zu berichten, Tipps, Informationen. Ihr werdet staunen und es wird euch sicherlich auch weiterhelfen. Immer wieder werde ich mal ein paar Schwenks oder besondere Aufnahmen reinbringen. Es ist halt ein Testvideo. Viel Spaß! Ich bin übrigens am Emma-Stausee bzw. Schiedersee unterwegs. Da habe ich schon einige Videos von gemacht. Aber zum Zwecke dieses Informationsvideos habe ich mir diesen Ort einmal ausgesucht. So, nun zur GoPro. Ein paar Kleinigkeiten wollte ich vorab, bevor ich zu dem eigentlichen Fehler oder was aktuell passiert ist, komme, erzählen. Und zwar sind manche ja auch mehr oder weniger am Reklamieren, die GoPro wird zu heiß, wird warm, schaltet sich ab und so weiter. Ich hatte vorher die GoPro 7, die wurde tatsächlich heiß. Ich kam da trotzdem gut mit zurecht. So, und dann habe ich mir die GoPro 10 gekauft. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon so 3 Jahre. Und siehe da, die wurde nur noch lauwarm. Also überhaupt keine Probleme. Und jetzt neulich tatsächlich, da bin ich allerdings wenig gelaufen, viel gestanden, erzählt und in der vollen Sonne wurde sie auch etwas wärmer, heiß, hat sich abgeschaltet. So, was habe ich gemacht? Ich habe es aufgemacht, habe mal das Akku rausgenommen und siehe da, nicht die GoPro wurde warm, heiß, sondern das Akku. Also man sollte immer genügend Akkus dabei haben, einfach ein frisches da rein, kaltes Akku und schon, es lief wieder den ganzen Tag. Kein Problem. Also Akkus genug mitnehmen, SD-Karten genug mitnehmen und schon läuft alles. Bei meinem ersten Video mit der GoPro 10 bin ich in den Wald hinein. Viel Wurzelwerk war da. Ich bin einige Male gestolpert, fast gestürzt. Und nachher dachte ich, oh, wer weiß, wie das Video geworden ist. Hab's mir angeguckt. Ich habe Mühe gehabt, diese Stelle überhaupt zu finden. Also es war sehr ausgeglichen. Also super. Ich war sehr zufrieden. Hinzu kommt der Horizontausgleich. Der begeistert bis zu 45%. Gleicht die Kamera aus. Und das ist schon eine tolle Sache.
So, vielleicht habt ihr es auch selber gesehen bei meinen letzten Videos. Komischerweise fing an mit den Schwenken, dass da so Ruckler drin waren. Und jetzt beim letzten Video sogar, wenn ich geradeaus lief, eigenartig. Ich habe gesucht, ich habe Grafikkarte, neues Update, alle möglichen, das Videoschnittprogramm. Es war einfach nicht richtig zu finden. Dann dachte ich, schickst du die Kamera vielleicht ein. Ja, irgendwie lange überlegt. Und dann kam ich doch auf die Idee, Mensch, vor 3 Jahren, wo du die gekauft hast, die war super, die war in Ordnung, da konnte ich schwenken, da war alles perfekt. Machst du doch einfach Folgendes, setzt die Kamera einfach mal wieder zurück auf die Werkseinstellung. Und genau das habe ich gemacht. So, da musste ich einmal unterbrechen, kam Fußgänger, Fahrradfahrer und bei dem Sprechen habe ich gerne meine Ruhe. Also, wo war ich stehen geblieben? Bei der Werkseinstellung. Einfach wieder zurück, so wie die Kamera damals war, auf Werkseinstellungen findet ihr unter Einstellungen. Kann ich aber auch noch mal passend einblenden. So, wenn ihr das macht, zwischendurch kommt dann mal so eine Info mit Quick App weitermachen. Nein, nix. Einfach weiter überspringen, nur kein Update, sondern einfach die Werkseinstellung, so wie es war bei dem Kauf. Denn da war sie in Ordnung. So, alles gemacht, getan. Rausgegangen in den Garten. 180 Grad Schwenk gemacht. Einmal langsam, einmal etwas schneller. Ab wieder an den Computer. SD-Karte reingesteckt, geschaut, was soll ich sagen, gut, dass ich gesessen habe, es war alles perfekt, ein wunderbarer Schwenk, kein Ruckeln, kein Stottern oder sonst irgendwas, einmalig. Und deshalb mache ich jetzt dieses Video, um das mal noch öfter zu machen, mit dem Schwenk einzubauen, um wirklich zu erfahren, dass es auch wirklich so ist. Ne? In der Realität, zu Hause ist das eine, unterwegs ist das andere. Und deshalb wollte ich diese Informationen euch einfach mal weitergeben. Als Tipp, als Information, als Erfahrung. Und das macht ja schon was aus. Der eine oder andere kann vielleicht davon profitieren. Was ich noch gemacht habe, ich habe eine bessere SD-Karte reingetan, die ein bisschen schneller schreiben und lesen kann. Die nehme ich normalerweise nur für die Drohne. Aber vielleicht hilft das auch noch mal. Kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit den Informationen und ihr könnt euren Nutzen daraus ziehen. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Deshalb bin ich einmal ein paar Kilometer gefahren hier nach Schieder, um diese Aufnahmen zu machen.
bin wirklich gespannt, wenn ich zu Hause bin und mir das angucke, ob auch alles so ist, wie ich es haben wollte. Ein bisschen Kunst. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn das endlich funktionieren würde. Denn die Kamera zu Anfang, ich war super begeistert. Ich habe meinen ersten Weg durch den Wald gemacht. Übers Wurzelwerk bin ich gestolpert, bald gefallen. Dachte, oh wei, das siehst du im Film alles. Ich habe gesucht, ich habe die Stelle gar nicht gefunden. Also es war super gut. Die Stabilisierung ist gut. Horizontausgleich finde ich diese Kamera besonders gut. Die hat bis zu 45% Horizontausgleich. Das heißt, ich kann die Kamera ruhig mal schief halten und das Bild bleibt trotzdem gerade. Meine Frau filmt meist, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, aus dem Seitenfenster raus und kann ja auch nicht sehen, wenn sie die Kamera übers Dach hält, ist sie schief, ist sie gerade, aber das Bild nachher, der Wahnsinn. Einfach super, klasse. Guckt euch die 3 Mosel-Filme an. Alles bestens. Selbst bei minus 18 Grad schon aus dem Fenster gehalten. Die Hand war fast eingefroren, aber die Kamera, Wahnsinn. Einfach, wir sind zufrieden. Trotz alledem, wenn die GoPro 14 rauskommt und die besser sein sollte, würde ich mir die dann zulegen wollen, weil sie eben, denke ich mal, einige Verbesserungen haben sollte und dann bin ich wieder auf dem aktuellsten Stand. So, das war es erstmal. Ich werde noch ein paar Schwenks, ein paar Aufnahmen machen und den Rest werde ich dann am Computer kommentieren. Macht's gut! Oben auf dem Turm wollte ich eigentlich einen schönen Schwenk machen, den ich auch gemacht hatte. Hat aber vorher einen falschen Knopf gedrückt auf Zeitraffer und insofern sieht man nur diese 3 Bilder. Eins habe ich noch vergessen. Falls ihr oben rechts das Akkuzeichen auf Orange seht, wechselt das Akku. Oder auch die SD-Karte auf Orange, wechselt es. Ihr habt weniger Probleme. So, nun zu Hause habe ich das Video zusammengeschnitten, mir angeschaut, exportiert und nach YouTube hochgeladen. Siehe da, so wie bei den anderen Videos, bis 11,5 Minuten war alles top und dann fing das Bild an zu springen hier und da, ruckeln, wie auch immer. Ja, da habe ich viel nachgelesen. Was kann das sein? Es kann ja eigentlich dann nicht mehr an der Kamera liegen. Die Schwenks schon, bei den Schwenks hatte ich ja Ruckler drin und durch dieses Zurücksetzen ist das weg. Aber dieses Springen des Bildes, obwohl ich geradeaus gehe, dürfte nicht sein. Und herausgefunden habe ich, dass es tatsächlich an YouTube liegt, vermutlich nur bei denen, die ihren Kanal monetarisiert haben. Denn es gibt welche, die sind ja schlau und haben Werbeblogger da reingepackt und das möchte YouTube ja nicht, sie möchten ja auch Geld verdienen und haben da Anti-Werbeblogger entwickelt und da reingepackt und die sollen wohl, wie man es nachlesen kann, dieses Video ruckeln oder Bildspringen hervorrufen. Ja, habe ich mir gedacht, um das nachzuweisen, habe ich jetzt einfach mal diese letzten 7-8 Minuten, die so am Ruckeln sind,
kopiert, in ein extra Video gepackt, exportiert, nach YouTube hochgeladen. Das ist dann der Teil 2 vom Testvideo. Und siehe da, alles läuft perfekt. Was vorher geruckelt hat, ruckelt nicht mehr, da springt nichts mehr. Also, es liegt wirklich an YouTube. Und solange die das nicht in den Griff bekommen, werde ich jetzt nur noch Filme bis zu 11-12 Minuten produzieren, weil danach fängt es an zu ruckeln und das gefällt mir nicht und ist für den Zuschauer ja auch angenehmer, wenn es halt nicht springt, das Bild, oder ruckelt. Ja, das war hochinteressant, das mal rauszufinden. Und wie gesagt, der Nachweis ist im zweiten Testvideo zu sehen. Da habe ich da ja das Ruckeln kopiert und da ruckelt es nicht mehr. Also kann es nicht an der Kamera liegen oder am Videoprogramm, am Computer oder sonst irgendwas. Ja, das war hochinteressant und das wollte ich jetzt einfach mal weitergeben. Hier seht ihr einmal die genaue Einstellung der GoPro 10. In der Videobeschreibung könnt ihr das aber auch alles nachlesen. Und hier seht ihr nun meine Kanalmitglieder. Der Ronny, der Rainer, der Volker, die Bettina, der Martin, der Siegfried und der Michael. Die Links findet ihr in meiner Videobeschreibung. Schaut doch gerne einmal bei ihnen vorbei.